Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von ATP Autoteile. Ich bin der Mari von My Ride Garage. Der eine oder andere von euch kennt mich vielleicht. Für alle anderen, ich bin jetzt seit guten 2 Jahren schon Teil der ATP Crew, also Influencer für ATP Autoteile. Und ich durfte letztes Jahr für ATP den ATP Golf bauen. Da haben wir aus 2 Golf 4 einen, wie ich finde, extrem coolen Golf 4 gebaut. Mit Motorumbau, mit Komplettlackierung. Also der Gute steht jetzt gerade vor mir und ich würde sagen, wir blenden jetzt erstmal mal ein paar Bilder ein von dem Golf. Um euch ganz kurz abzuholen, für die Leute, die dieses wunderschöne Auto noch nicht kennen, was wir alles gemacht haben. Habe ich einen Golf 4 besorgt, bei dem der Motor drin war. Das ist ein 1.8T AGU Motor, ist gar nicht viel gemacht, ist eine andere Downpipe drin, eine komplette Auspuffanlage von Fox. Ansonsten ist motortechnisch nichts gemacht. Auf jeden Fall war dieser Golf dann karosserietechnisch so schlecht, also da wären unzählige Stunden an Karosseriearbeiten draufgegangen, das wäre am Ende nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Aus diesem Grund haben wir dann eine zweite Karosse besorgt, eine rostfreie Golf 4 Karosse besorgt, was wirklich schwierig ist. Und das ist dann eben diese Karosse. Oh, ich muss mich entschuldigen. Natürlich ist aus dem eigentlichen Golf auch die Ausstattung reingekommen. Also die Recaro-Sitze, seht ihr hier mit dem schönen ATP-Logo, das Lenkrad und die Rücksitzbank. Das sind nämlich, da war eine Recaro-Ausstattung drin und die haben wir nämlich satteln lassen in komplett Alcantara. Dann haben wir das Auto einmal komplett inklusive Motorraum in einem Maserati Farbton lackiert. Ich möchte euch einmal ganz kurz das Glitzern zeigen. Seht ihr das? Das ist schon sehr wild. Zu der Lackierung kam dann ein komplettes R32 Bodykit, neue Scheinwerfer, Ersatzteile von Diederichs, Osram LED-Birnen, ein H&R Gewindefahrwerk inklusive Stabilisatoren, ein Haufen Ersatzteile, wir haben einen kompletten Motor auseinander gehabt, haben die Ölpumpe neu gemacht, haben Zahnriemenservice, wir haben alles gemacht, so dass er dann eigentlich erstmal fertig war. Als er dann zusammengebaut war, kam die Firma Sonax, hat den mit mir zusammen poliert und Keramik versiegelt und hat sogar mich das allererste Mal an den Lack gelassen zum Polieren, weil ich kann viel, aber ich kann nicht polieren. Und somit haben wir dann quasi einmal die Karre poliert und Keramik versiegelt. Die Lackseite so wie die folierte Schwarz-Matt-Seite, die uns die Firma 360-Grad-Design gemacht hat. Und somit haben wir quasi ein Two-Face-Design in Matt und Glanz mit einer orangen Applikation, passend natürlich zu den Farben von ATP. Was jetzt aktuell natürlich nicht so ist für unser Showcar, sind die Felgen. Die habe ich über den Winter draufgeschraubt, damit er die neuen Felgen, wir fahren Real Daytona Race, heißen die glaube ich, in 8,5 und 9,5 x 18. Da waren nagelneue Reifen drauf und so wollte ich den über den Winter nicht abstellen, damit wir keine Stehplatten oder sonstiges haben. Der Winter ist jetzt aber vorbei und wir müssen das Auto fertig machen für die nächste Saison. Für die jetzt kommende Saison. Der Wagen soll auf der Tuning World Bodensee wieder ausgestellt werden und so wie er jetzt ist, kann er nicht sein. Oder kann er nicht bleiben. Deshalb machen wir jetzt erstmal eine Liste, was mir auf dem Herzen liegt, was wir zusammen erledigen müssen. So, Liste ATP Golf. Wir brauchen, was mir wirklich am Herzen liegt, ist der Innenraum, der muss noch besser werden. Das heißt, wir brauchen mehr Alcantara. Man muss dazu sagen, ich bin ein unglaublicher Alcantara-Freak, deswegen kam da kein Leder rein, sondern ich habe mich durchgesetzt
und habe gesagt, ich möchte alles in Alcantara machen, aber ich finde Alcantara ist einfach geil. Einfach geil. So, dann brauchen wir Musik. Also Car-Hi-Fi. Da haben wir nämlich absolut gar nichts. Ist der Zeit verschuldet, dass da bisher nichts reinkam, weil wir einfach, ich glaube, erst einen Tag vor der Messe fertig geworden sind mit dem Auto, mit der Aufbereitung. Deshalb haben wir dann auf die Car-Hi-Fi verzichtet. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen rechts den großen Spiegel. Jeder, der Golf 4 kennt, weiß, dass der rechte Spiegel kleiner ist. Und ich sage immer, Golf 4, Bora, A3 oder sowas ist Findet Nemo. Ihr kennt Findet Nemo, rechts mit der kleinen Flosse. HTP oder der Golf hat rechts den kleinen Spiegel. Dann brauchen wir eine Fensterdichtung. Klipse. Halter. Griffe. Endrohre. Aktuell sind keine Endrohre drauf. Zeige ich euch gleich wieso. Und was brauchen wir denn da noch? Was haben wir denn noch auf dem Schirm? Ich will vorne unbedingt die Spoilerlippe dran haben. Da fehlt mir einfach was. Machen wir einfach noch Kleinzeug. Weil ihr wisst, wie es ist. Kleinvieh macht den größten Dreck. Das allerwichtigste, was wir zu tun haben, sobald diese Liste hier abgearbeitet ist, ist TÜV, ASU und alles eintragen. Weil wir von Anfang an gesagt haben, wir bauen einen Showcar. Showcar. Definition für Showcar ist riesengroß. Der eine sagt, das ist ein Showcar, der andere sagt, das ist ein Showcar. Da möchten wir keinem zu nahe treten. Für mich ist der Golf ein Showcar. Man kann sich damit auf jeden Fall blicken lassen. Man kann ihn aber auch, vielleicht nicht daily, aber ab und zu mal bei schönem Wetter fahren. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten mit euch diesen Weg gehen, ein cooles Showcar zu bauen, trotz legaler Straßenzulassung. Das heißt, der letzte Punkt, und das ist der größte, TÜV plus Eintragung. So viel zu den Punkten, die wir über den Winter zu erledigen haben. Was wir aber direkt schon abhaken können, einmal die Endrohre, weil die Endrohre, die sind nämlich schon da. Die zeige ich euch jetzt. Es war nämlich so, dass wir haben ja eine komplette R32 Optik verbaut und dann haben wir von der Firma Fox Exhaust eine Auspuffanlage ab Cut bekommen im R32 Style, aber da waren zu kleine Endrohre dran. Mich persönlich hat das jetzt nicht so extrem gestört, aber die Marlene von Fox, die Chefin, hat das Auto dann auf der Tuning begutachtet. Die wollte natürlich sehen, was aus dem Auto geworden ist und hat gesagt, hey Leute, das mit Endrohren geht so nicht. Die schickt ihr mir bitte zurück und bekommt neue. Und jetzt haben wir, glaube ich, ich müsste lügen, 100er? Ihr wisst ja, wie es Männer und Größenangaben. Aber ich glaube, das sind 100er Endrohre. Das heißt, die müssen auf jeden Fall dran. Jetzt haben wir nämlich aktuell den Golf dastehen ohne Endrohre. Und dann gehen wir jetzt einfach mal auf die Sachen ein, die fehlen, die einfach wirklich zeitbedingt vergessen wurden, mit Absicht vielleicht vergessen wurden oder es einfach nicht mehr gereicht hat. Hier zum Beispiel fehlt der Griff. Hier fehlt der Türpin. Das ist nicht schwarz. Das ist nicht schwarz. Was fehlt noch? Fußmattenhammer. Die Musik ist nicht angeschlossen. Ganz wichtig, wir haben so ein schönes Pioneer-Radio, aber keinerlei Funktion. Dann ist hier alles in dem Braun, das seht ihr jetzt leider gar nicht, aber in so einem Holzdeko würde ich schon fast sagen. Wie gesagt, die Endrohre fehlen, da kann man jetzt seine Hand verstecken. Die Kennzeichenbeleuchtung ist nicht angeschlossen. Und was extremer Dorn im Auge ist einfach diese schlechte Dichtung. Die rutscht hier immer hoch und ist hier schon so halb geknickt. Meine Schuld, weil ich habe die abgemacht, um die Scheibe rauszuholen fürs Lackieren vom Auto. Und da ist sie kaputt gegangen. Und der Findet Nemo Spiegel.
Ihr seht es, hier ist der kleine und da ist der große. Kann nicht so bleiben, wissen wir alle. So, und wir haben jetzt unsere Liste mit mehr Alcantara, KFI, den großen Spiegel, Fensterdichtung, Klipse und Halter. Diese Fensterdichtung hinten rechts für den Golf 4 Viertürer gibt es nicht. Die gibt es weder bei uns im Shop, weder bei VW, weder bei Classic Parts oder auf irgendwelchen anderen Plattformen im Internet. Gibt es nicht. Und das bereitet mir Kopfschmerzen. Und es bereitet mir richtige Kopfschmerzen, weil ich bin so ein, ja, ich würde schon sagen, kleiner Perfektionist. Das ist mein Auto zum Beispiel, das ist mein Showcar. Und ich möchte, dass dieser ATP Golf sich neben meinem Hulk, er heißt Hulk, er hat von mir den Namen Hulk bekommen, nicht verstecken muss. Und mit der Dichtung muss er sich einfach verstecken, weil das ist schwierig, wirklich. Es ist schwierig. Und deswegen habe ich was besorgt. Das bin ich. Wenn es keine Teile im Internet gibt, dann gibt es halt ein ganzes Auto. Ich habe dieses Auto so günstig gekauft und der stand 3 Ortschaften weiter, glaube ich. Und der ist in einem richtig guten Zustand. Also wirklich kein großer Motor, 75 PS Motor. Aber wir haben jetzt hier ATP Golf 2, den wir einfach nehmen für die Teile. Weil dieses Auto ist komplett vollständig. Ihr seht es, die ganzen Griffe ist alles drin. Die Türpins sind drin. Hier die Griffe sind drin. Wasser hat er an den Türen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und ganz, ganz wichtig, er hat eine Dichtung, die gut aussieht. Jetzt liegt es natürlich an mir, die auch auszubauen, ohne sie kaputt zu machen. Setzt mich nur ein bisschen unter Druck, aber es ist halt, ich muss es halt machen. Wenn man es nicht neu kaufen kann, dann müssen wir einfach aus dem anderen Auto die Teile verbauen. Geht halt in dem Moment einfach nicht anders und dann können wir natürlich auch solche Sachen wie Klipse, Halter, Fensterdichtung und Kleinzeug einfach aus diesem Auto nehmen. Würden wir alles einzeln kaufen, wäre es wahrscheinlich teurer, davon abgesehen, dass es die Dichtung nicht gibt. Und das ist auch was ich euch mitgeben will. Man kann günstiger bauen, wenn man nach Lösungen sucht. Also jeder Rückschlag, wie sagt man das am besten? Es ist so, wie die Eltern früher mal gesagt haben. Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Die Tür hat sich geschlossen, weil es keine Dichtung mehr gibt. Ich habe eine andere Tür geöffnet und habe ein ganzes Auto gekauft. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Ja, das will ich einfach sagen. Okay, so viel dazu. Das heißt, wir haben jetzt den hier, der fertig werden muss für die Saison. Und wir haben den hier, der fertig wird. Im Sinne von, Junge, ist der fertig? Für den hier. So, dieses Auto ist da, damit wir Teile verbauen können, damit wir Schrauben nehmen können, damit wir Klipse nehmen können oder sonst irgendwas für unseren geliebten ATP Golf. So viel dazu. Ich werde auch zum Beispiel hier raus die kompletten Türverkleidungen nehmen, dass wir die einmal neu machen können, weil, kann ich euch zeigen, wieso. Ich habe ja damals, letzten Winter, da ist schon keine Türverkleidung drin, weil ich schon angefangen habe mit auseinanderbauen. Ich habe letzten Winter nur die Inlays machen lassen und die muss man quasi rausbrechen, beziehungsweise die Kunststoffschweiß nach hinten aufmachen und dann wieder reinkleben. Und ich habe da so gut einen 2K-Kleber genommen, dass ich nicht glaube, dass ich ihn nochmal rauskriege. Das heißt, ich werde die komplette Türen von dem hier ausbauen, neu satteln lassen. Die Teile hier werde ich mal gucken, wie man am besten diesen Gummilack wegkriegt. Dann werden die eine Seite schwarz Glanz, andere Seite schwarz matt lackiert, dass wir von außen nach innen weitermachen können. Dann werden wir von uns hier die Scheibenwischer klauen,
die verbauen. Hinten müssen wir noch, hinten ist gut. Was müssen wir denn noch machen? Wisst ihr was? Das machen wir in den nächsten Videos. Das nächste Video wird interessant. Das wird witzig, das wird auch nicht bei mir in der Halle stattfinden. Das wird geil. Wir legen jetzt direkt los mit dem ATP Golf, dass der auf der Tuning World 2026 wieder schön glänzen wird. Er ist aktuell auch ein bisschen dreckig. Auch meine Schuld, ich lebe im Schwarzwald, wir haben viel Winter und ich musste ihn einfach bei schlechtem Wetter herholen, weil echt eine lange Zeit kein gutes Wetter war. Heute ist mal wieder so der erste Tag. Hätte ich ihn heute geholt, wäre schlau gewesen. Ja, ich hoffe, ihr seid bei dieser Reise dabei, wie es mit dem ATP Golf weitergeht. Und drückt uns die Daumen, dass alles gut geht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Update-Video zu unserem ATP Golf gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Abo da lasst, ein Like da lasst und was ganz wichtig ist, auf YouTube gibt es die neue Funktion mit Hypen. Also einfach mal bei den Kommentaren rechts rüberwischen und das Video halten. Und bis dahin, Freunde, wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.